Der Unterricht ist für heute vorbei, liebe Kinder. Und wir werden mal gucken, was dieser Vollmond für uns bereithält am heutigen Tag. Aber anscheinend ist dieser Vollmond vollkommen irrelevant. Mega! Das heißt, wir können uns endlich wieder ein bisschen um soziale Linko kümmern. Oder Girikun, natürlich. Wir werden auch mal wieder Zeit mit unserem Schülerratspräsidenten, Freund, Typen verbringen. Das wäre natürlich mega. Aber als erstes... Hey Yuko. Hi. Seit ich dank dir meine Träume entdeckt habe, lerne ich fleißig, um sie wahr werden zu lassen. Was auch immer du also später mal machst, gib immer dein Bestes. Ich werde immer für dich da sein, so wie du für mich. Ich spüre eine unzerbrechliche Bindung zwischen uns. Geil. Und das Beste daran ist, Chihiro weiß nichts davon. Sorry you went out of your way to stop by, but it was a quick meeting. Everyone left already. It's nice not having those hyenas around. Du gehst noch nicht nach Hause? Fragezeichen. There's something I want to take care of before I go home. It's that cigarette butt in the boys' bathroom. I have to hurry and narrow down my suspects. Ich habe keine Ahnung, seit wie vielen Monaten ich mal wieder im Schülerratszimmer bin und es ist immer noch das gleiche Thema mit dem Kippenstummel auf der Kackschüssel. Aus. So, as you can see, we can't exactly hold a meeting right now. You can leave if you want. Digga, why the fuck are you so angry with me? Ich bin gerade erst angekommen. I see. If you're not in a hurry, can you spare a few minutes? I'd like to share something. Jetzt auf einmal. A man without position, honor, or education? What does he cling to as he struggles through life? Sincerity, a man once told me. Do you want to know what happened to that man? Eigentlich nicht. Well, TV anchorwoman was injured on the job while reporting on a story. The TV station executives deemed it an unfortunate accident. But when a magazine caught wind that they were hiding something, the execs threw the writer under the bus. They said it was the writer who covered up the truth. They turned him into a scapegoat. And now, that man is blacklisted from the TV industry. His life's calling. The same man who taught me the meaning of sincerity. In today's society, the weak are preyed upon by the strong. You can't survive on sincerity alone. As for me, I want to lead an organization that fosters strength. And to do that, order is essential if I want to keep those with power in check. Hohe Ziele hat er sich gesteckt. Oder Giri sprach aus tiefster Überzeugung. Ich fühle, dass wir bessere Freunde werden. Keine Ahnung, Rang 6 oder so. Nice. Well, seems like a good spot to call it a day. Shall we head out together? Sure. Why not? Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Kollegen auch noch ausmaxen können. Das wäre natürlich pornös gut. Eiges, ist sie nicht auf ihrem Zimmer? Fragezeichen. Sie kommt immer spät nach Hause. Da fällt mir ein, dass die Pflanzen auf dem Dach reif sind. I don't give a shit about Eiges. Meine Tarokaja-Kartoffel. Das ist das, was zählt. Ehrlich gesagt brauche ich den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht mehr. Ja, passt schon. Aha, aha. Gib, ja gut, ne? Also so richtig was zu tun haben wir jetzt halt so nicht mehr. Junpei wird keine neuen Skills mehr lernen. Also muss ich auch meine Zeit nicht mehr mit dir verschwenden. Yeah.
I've been looking for you. What are you doing here? I kinda just ended up here somehow. It's so strange. The sky and the ground look all weird, and there's no one around. Something bad's happening right now. But for some reason, I feel at peace. Have you forgotten? What? This is the dark hour. Ordinary people shouldn't be free to roam about. You've adapted to it somehow. Too well for a human. I finally understand. That's why I feel this way whenever you are around. You are dangerous. You are my enemy. Your enemy? Enemy. That's right. It was on a night like this, with a full moon. It was a long time ago. Yes, we've met once before. You and I were enemies. Who am I? Who are you? I am Aegis, the last of the anti-shadow suppression weapons. I was created to destroy shadows. Created to destroy? And you, your true name is Death. Bam, bam, bam. You are the shadow I sealed away 10 years ago. Shadow? Yes, 10 years ago, on the night when I was born, I stood on this very bridge. My sole purpose is to destroy shadows. That is the reason why I was given both a sense of self and a persona. I am the bearer of the 13th Arcana. Everyone knew me as Death. But when I came into being, a part of my power was broken off and scattered. I wasn't at my full strength back then. I was incomplete. Even so, your power was still far too great. Since I was unable to defeat you, my only option was to seal you away. However, under the circumstances, there was only one suitable vessel. A human boy who had the misfortune of being nearby. I had no other choice. Now I see. I was inside of him all this time. And I unwittingly led him to discover my 12 missing pieces. And then... I get it. I understand now. I remember everything. I know exactly who and what I am. Don't be foolish, I guess. You can't win. I'm even stronger than before. The machine is created to serve a specific purpose. I will destroy you. That is my only reason for existing! It doesn't have to be that way, I guess. Sorry. I can't carry out my mission. I'm a machine that can't fulfill its purpose. I have no reason to exist. I'm sorry, everyone.
so sorry. I'm scared. Juno! Did something happen? Yukari? What's the matter? Well, I realize it's a full moon tonight. You did too, huh? Oh god, I'm turning into a workaholic. Wait, is something actually going on? We're not certain of anything yet, but we can't find Igus. What? Where could she have gone? At one point, I was able to sense a persona, but I lost Igus right after that. You sensed a persona? Could it have been Strega? Well, she hasn't detected any of them, but we can't be positive. I've pinpointed her location. The Moonlight Bridge. All right, call the others. Let's see what's going on over there. Igus! I'm sorry. I remember everything. I remember who I am, who he is. Leader, I know why I wanted to be by your side. I'm sorry. I failed. What is happening? I'm sorry. You have no reason to apologize. You? Ryoji-kun? Wait, what are you doing here? Igus! Igus rührt sich nicht mehr. Sie funktioniert offenbar nicht mehr. What is going on? Damn! It's all my fault. You did this? Hold on, Akihiko. He's not showing any signs of aggression. Now tell us, who or what are you? Turns out, I'm not so different from the creatures you call shadows. You're a shadow? I'm more than just an ordinary shadow. I'm the Appriser, born from the union of the 12 Arcana. The Appriser? I remember everything now. The terrifying truth about the shadows. And about me. I can't... It's all so hard to believe. You know the truth about the shadows? I do. What? The shadows are here to facilitate the rebirth of the maternal being. As for the Appriser, it draws the maternal being to it, allowing her to awaken. And the Appriser, that's you? That's right. His maternal being. What is it? She's on a level of her own. No words in our language can describe her. 10 years ago, a man collected hordes of shadows and contained them in a laboratory. That's where I was born. But the unification was interrupted, and I awoke before I was complete. After that, Igus took me down, and I returned the favor. I guess? Is this for real, Ryoji? She knew she couldn't destroy me completely, so out of desperation, she sealed me within a child who just happened to be nearby. That child grew up carrying me inside him, and by some twist of fate, he later made his way back here. He even transferred to your school. A transfer student? You don't mean... That's right. I've lived inside him for a long time. In mir? Ekelhaft. But how... And when his persona awakened, the 12 shadows did as well. All in order to become one with me. Ryoji, you're the Appriser?
And you were inside of him? How the hell do you expect us to just believe all that? It's all my fault. I'm sorry, but there's more I need to tell you. Ryuji-kun! Er ist wohl bewusstlos geworden. He's completely worn out. Let's let him rest for now. Aigis needs us too. We'll pick up where we left off after that. Was ich gerade gehört habe, war schockierend. Ryoji hat 10 Jahre in mir gelebt und darauf gewartet, Kontakt mit den 12 Schatten aufzunehmen. Der Junge namens Pharos war also in Wahrheit die ganze Zeit Ryoji? Es gibt noch so viele offene Fragen, doch Ryoji ist bewusstlos. Wir haben Ryoji und Aigis nach Hause gebracht, die Luft um uns herum war kühl und dunkel. Dramatische Wendungen hier. Dramatische Wendungen. Auch ein bisschen klischeebehaftet, aber dramatisch. He's awake now. Let's meet tonight on the 4th floor. Got it. All right. I'll see you then. Damn you, Ryoji. Auch er ist in gewisser Weise nur ein Opfer des ganzen Systems gewesen. It looks like we're all here. Are you okay, Ryoji-kun? Yeah, I'm okay. Thanks. Besides, I have more to tell you guys. Ryoji-kun. Then allow me to jump right in. We have many questions that need answers, after all. Yesterday, you said the shadows were here to facilitate the rebirth of the maternal being. Tell us more about this. What happens if she returns? The maternal being is called Nyx. Who the hell's Nyx? Nyx is the mother of shadows. In ancient times, she bestowed death upon this world. If she awakens, the world will be swallowed by darkness, and all life will perish. All life? Are you saying everyone will die? It'd be more accurate to say that we'll all surrender the will to live. Wait, are you talking about the lost? Es sind alle zu demselben Schluss gekommen. Alle Menschen verwandeln sich in die Verlorenen. Dies führt zur Ausschließung der Menschheit und zum Ende der Welt. The fall. But there's still a way to stop it from happening, right? Ich finde es immer noch ein bisschen anmaßend, dass die Ausrottung der Menschheit automatisch immer zum Ende der Welt führt. Ja, die Zivilisation an sich wird es so nicht mehr geben, aber das Leben auf dem Planeten selbst, Tiere, Organismen, Bakterien, das bleibt. Je? What? Don't tell me there's nothing we can do. I'm sorry. Es sei denn, sie zerstört den Planeten gleich mit. Kann auch sein. Wait, why are you apologizing? Are you saying there's no way to stop it? That's right. You heard the bell. That's when it was all decided. I'm the appriser. The appriser of death. The fact that I'm here at all proves the fall is coming. The fall is coming. Alle sind sprachlos. Es ist unausweichlich, die gesamte Menschheit wird zu den Verlorenen. Ryojis Existenz bedeutet die bevorstehende Auslöschung der Menschheit. When will it happen? I'm not really sure about that. We will do something about this. I don't think you'll live to see next spring. That's barely any time at all. What are you guys freaking out about? Nick Schmicks, am I right? All we gotta do is win and we're golden. And we haven't lost a single fight yet, have we? Klar. You can't win.
We can. When you're up against Nyx, power doesn't mean a thing. It's like trying to fight the inevitable. Like death or the flow of time. Nyx can't be defeated. She just can't. What? This is bullshit! This is all so sudden. Alle sind sichtlich erschüttert. I was born from a collection of shadows, but now I have a human form, so I can talk with you, laugh with you, cry with you. It's the gift I received for existing within him, and because of that, I can give you a choice. A choice? Nyx's arrival is unavoidable now, but you can choose to live in peace until she arrives. You just have to kill me. If the appriser disappears, all recollection of the Dark Hour would go with me, and that would erase any memories of this hopeless reality. There'd be no way for you to remember anything. When the fall comes, it'll happen in an instant. You won't have to suffer at all. We'll forget everything? I'm saying you can go back to your normal lives, and by doing that, you might buy a little time and delay the fall too. Technically, I'm the same as Nyx, so I can't be killed. But thanks to him, there's a part of me that's become human, so if it's done by his hand, then it may be possible. Yoji-kun. If you don't kill me, everything will stay just as it is. With no hope for salvation, you'll live every day paralyzed by the fear of your impending death. And I don't want to put you through something like that. Ja, ehrlich gesagt gefallen mir beide Optionen nicht wirklich. Also, ihn zu töten würde mir mehr gefallen wie alles vergessen. Mir gefallen beide Optionen nicht. I know. Es gibt immer eine dritte. I don't want my memories to be erased. I mean, forgetting all this would be like trying to hide from the truth. Is that really such a bad thing? If you don't do this, all that awaits is despair greater than you can possibly imagine. You don't understand the terror of certain death. Don't make your decision without at least thinking about it first. Why is this happening? You don't have to decide right now. There's still some time. December 31st, New Year's Eve. You have until then to think about it. After that, I'll dissolve into the blackness of the Dark Hour and lose my physical form. Yoji. When Nyx arrives, I'm going to disappear anyway. So please, don't worry about me. I'll be back when New Year's Eve rolls around. Hey! Ryoji, wait! Stop, Junpei-kun! I felt Ryoji-kun's presence vanish just now. There's no point in chasing him. He's gone. Ryoji-kun. I guess he'll be back. Ryojis Enthüllung war einfach niederschmetternd. Die Welt wird bald vergehen. Die Menschheit ist dem Untergang geweiht. Vor mir liegt eine schwere Entscheidung. Der Tod ist unausweichlich. Der Künder hat tatsächlich unser aller Todesurteil verkündet. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Wie soll man bitte entscheiden, wie man sterben möchte? Wir werden uns natürlich für die True Ending Variante entscheiden und klar werden wir nichts in seine Schranken weisen. Ich meine, hallo. Wer wäre ich, wenn ich es nicht tun würde? Im Nachgang werde ich aber auch natürlich das, ja, ich nenne es jetzt mal Bad Ending
definitiv auch zeigen. Ist ja klar. Hi. Ich habe echt keinen Bock mit dem Typ abzuhängen, aber hey, passt schon. Hey, I remember you. I thought I told you not to come back here. Huh. Damn kids. Well, I don't care, as long as you don't get on my nerves. Have a seat. What you doing here today, kid? Das geht dich einen Feuchten an. Ich wollte dich sehen, alter Mann. Ich bin nämlich ziemlich rattig auf dich. Wir werden diesen Social Rank sowieso nicht mehr ausmaxen bis Ende Dezember, aber hey, passt schon. Quit joking around, kid. That's a good one. Watch your mouth, kid. I am your elder after all. You were my son, I'd give you a swift kick in the ass. You don't have to revere me, but at least show some proper respect. Respect? Fragezeichen. Not too bright, are you, kid? It's just one of those things you gotta learn on your own. Ich bin eigentlich ziemlich intelligent eigentlich, ne? Eigentlich, aber ich habe keinen Respekt vor dir. If you're gonna address me, call me by my Buddhist name, Mutatsu. And that's Mutatsu-san to you. The world's not a forgiving place, kid. You gotta show other people respect. Mutatsu hat mir einen Vortrag gehalten. Ich spüre die Güte hinter Mutatsus harschen Worten. Ich verstehe ihn jetzt ein wenig besser. Really? Ah, really? Well, I don't really care what happens to somebody else's kid, but go home already, will you? And this time don't come back again. Ah, you can bet. I will come back. I will. Wenn du wüsstest, dass die Welt sowieso bald untergeht. Die Zivilisation, Verzeihung. Warum gehen wir dann überhaupt noch in die Schule? Warum tun wir eigentlich überhaupt noch was? Der Unterricht ist vorbei und ich werde natürlich an meinen Social Ranks arbeiten. Mamoru-chan. Kenji-chan. Kenji will auch Zeit mit uns verbringen. Tatsächlich möchte ich, glaube ich, erstmal den Schülerrat ausmaxen noch. Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die Abschlussprüfungen anfangen. I hope it. Der Schülerrat. Er trifft sich heute. Klar. Sorgen wir noch für Recht und Ordnung auf dieser zugrunde gehenden Welt. Hey, Chihiro, hi. Lang nicht mehr gesehen. It seems the teachers want the student expelled as soon as we find out who it is. What? Well, I guess we should have It does expected hurt the that. school's reputation. I'll keep everyone posted on this. That's all for now. Expulsion, huh? So, what do you think about all of this? About the smoker's punishment, I mean. Ich finde es ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Yes, I think so too. Once I catch the culprit, I'll give him a good talking to. The goal here should be to prevent this from happening again. I'm not counting on it, but it'd be great if I could get people like him to change their ways. I don't sympathize with students who break the rules, but does kicking the bad kids out really make the school a better place? It's really not like me to whine about it. I guess I'm just confused because I feel so powerless. Ich würde tatsächlich sagen, dass Mobbing an japanischen Schulen ein bisschen schlimmer ist wie ein Kippenstummel auf einem jungen Scheißhaus. If I can go above and beyond this time and earn the teacher's trust, my word will hold more weight around here. Just you watch. I'll work my way to the top. Sehr gut. Odagiri hat sich mir anvertraut. Ich fühle, dass wir bessere Freunde werden. Geil. I still have some work left to do. I need to compile a list of suspects. You can head on out of here. And take care. Ich hoffe, es findet niemand heraus, dass ich der Schuldige bin.
Ja, die Stimmung ist gedrückt, wie es aussieht. Zu Recht, muss man sagen. Zu Recht. Hey, Mutazu-chan. Mutazu, Donner. Es werden auch immer mehr apathisierte Menschen hier. Nix scheint voller Tatendrang. Thank you. How can I help you? Do you have something new? Bringe mir ein Weihnachtsgeschenk. Jemand namens Weihnachtsmann fliegt um die ganze Welt, um alle zu beschenken, die brav sind. Würdest du mir mein Geschenk von diesem Weihnachtsmann abholen? Klar. Beschaffe eine Person, die Auto Morocco verwenden kann. Beschaffe den Fortschrittsbericht. Aha. Was soll ich sagen? Wir haben einiges natürlich noch zu tun in diesem Spiel. So ist es nicht. Mutazu trinkt alleine. Ich habe das Gefühl, dass wir ihm näher kommen werden. Sexuell. I thought your face looked familiar. You here again, kid? Even Buddha's not that forgiving. All right, that's it. I'm gonna hand you over to the bouncer and... Well, there's no Buddha in this world, so... Stop looking at me like that and sit down, kid. Das nenne ich mal vom Glauben abgefallen. So tell me, is it that fun hanging out with an old monk whose own wife and kid left him? How come you're always alone when I see you? Don't you got any friends? Oh, ich habe mehr als genug Freunde, aber ich will nicht, dass sie mich mit dir sehen. Kann ich sagen, dass ich keine habe? What the hell's that supposed to mean? Either you do or you don't. Don't get smart with me, kid. Ja. What would you call a friend anyway? And where do you draw the line between friend and acquaintance? Let's define a friend as someone you hold dear. The way I see it, no one in this world ever really cares for others. People always want something out of a relationship. They only really love themselves. You don't call someone who doesn't like you your friend, do you? No. Because you know you won't get nothing from them. Which means in this world, there's no one you can truly hold dear. At the end of the lonely road of love, kid, you're the only one left standing there. What? You see those gals over there? Ones on the dance floor? You can bring one of them over here. I'll be your friend in return, huh? What do you think? I know you can do it. Ich habe Mutazus verdrehtes Vertrauen in mich gespürt. Ich verstehe ihn nun ein wenig besser. Ich verstehe nur, dass er ein abgewrackter Alkoholiker mit verdrehten Wertvorstellungen ist. You tired to go talk to him, huh? You look like you're gonna doze off any second now. Go home for now, kid. Besides, I know you're gonna come again anyway, even if I tell you not to. Kein Wunder bin ich müde. Ich habe den ganzen Tag mehr gemacht wie du in den letzten 3 Jahren. Es ist gleich Nikolaus. Es ist bald Nikolaus. Haja, 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 haja. So, heute dürfte nichts im Schillerrad abgehen. Nope. Ellie-chan ist in Weihnachtsstimmung, da ich hier eine Weihnachtsmütze und einen sehr anziehenden Weihnachtsbart mitgebracht habe. Die Erfahrung ist das wertvollste Geschenk. Ich habe noch ein Geschenk dabei. Diese Mütze gefällt mir ausnehmend, also kann ich das Geschenk behalten. Ha! Cool. Thank you. Nice. Thank you. No. Very well. So, the big meet for that scholarship was yesterday. Geil, hast du gewonnen? Are you seriously asking me that? I got first place, of course. Geil, Glückwunsch, Alter. Well, what'd you expect? But really, thanks. Guess this means it's really over. Running track, I mean, kind of makes me feel empty inside.
Wenn du wüsstest, dass das in ein paar Wochen alles völlig uninteressant ist, wie du dich fühlst. Was machst du jetzt? I'm thinking of finding a job, actually. Not to sound dramatic, but I want to do it to protect my family. I know where, too. My dad had connections at a car factory, so I'll apply there. Geil. Thing is, it's pretty far away. Go ahead and order extra noodles. It's on me. Noodles doodles, thank you very much. Yeah, eat as much as you want. You helped me figure a bunch of things out, you know. I always blamed school or my family for everything. I was using it as an escape from my own responsibilities. I really lucked out by meeting you. If I hadn't, I'd still be stuck in that same hole. And I'll never forget that. Hayase hat mir seine Entscheidung erklärt. Ich spüre, dass wir uns näher kommen. Ich freue mich sehr über ihn. Well, I better start packing. A lot of goodbyes to get through and not enough time. We should grab a bite again after school soon. Who knows how many chances we'll get after this. Ramen's just too good to pass up, right? True story, Bro. True story. Ich habe auch gegessen vor ein paar Tagen Ramen. It was very good. That's why. Ha, ist schon Dezember. Das Jahr ist fast vorbei. Ruinieren wir uns den letzten Monat des Jahres nicht durch Faulheit, okay? Oh, richtig. Nächsten Montag beginnen die Prüfungen. Hatten wir nicht erst kürzlich Prüfungen? Das heißt, wieder eine ganze Woche kann ich nichts reißen. Die Prüfungsthemen beginnen auf Seite 160 und umfassen unseren heutigen Stoff. Cool. Mal sehen. Wie wäre es, wenn wir uns die Definition der Allotropie ansehen? Die Eigenschaften mancher Elemente gibt es in zwei oder mehr chemisch identischen Formen, die physisch getrennt sind. Ergibt das Sinn? Nein. Nun, die Allotropie kommt sehr häufig vor, häufiger als ihr denkt. Nehmt zum Beispiel Sauerstoff. Mal sehen, ob du mich verstanden hast, Makoto. Wie heißt die Atmosphärenschicht, in der ein Molekül aus 3 Sauerstoffatomen konzentriert ist? Ozonschicht? Homosphäre? Wow, sehr gut. Du schreibst bestimmt eine gute Prüfung. Falsch, ich schreibe eine exzellente Prüfung. Das Sauerstoffatom ist essentiell für die Menschen, aber die Ozonallotropie ist für das Leben auf der Erde unverzichtbar. Ihr wisst doch sicher, dass die Ozonschicht schädliche Ultraviolettstrahlung absorbiert, richtig? Leider gibt es aufgrund der Umweltzerstörung immer weniger Ozon, das uns schützt. Ich habe wahrscheinlich nichts zu befürchten, aber ihr schon. Wir müssen uns mehr Umweltschutz bemühen, um das Leben auf dem Planeten zu bewahren. Wir arbeiten daran, Lady. Friday for Future und so. I think. Kann ich heute mit irgendjemandem was machen? Nein, wir sind wieder in der obligatorischen Vorprüfungszeit. Was bedeutet, ich kann nichts tun. Meine Lieferung vom Teleshopping ist gekommen und ich habe den Hogyoko-Apfel bekommen. 3-mal sogar. Ich bin besser wie Eisen. Glad we can meet up one more time before I take off. Fährst du heute noch? Fragezeichen. Always sharp as a tack. Yep. I'm leaving right after this. Das ist dann wirklich sehr nett von dir, dass du noch mal mit mir Zeit verbringen möchtest, bevor du gehst. Factory's way out west, so I'm moving into a dorm there. I've already sent my luggage. Now I just gotta send myself. My mom started crying and blaming herself. I'm the one who wants to do this. This is a new chapter in my life. Guess I should say goodbye to this ramen too. Vielleicht ist es eine Kette. Well then, I better get going. Ey, ich spring nicht zu, gell? Sure, then let's head to the station. Hey. Here, take this. Sieht aus wie ein Autoschlüssel. I
I want you to hang on to that. Geil, er hat mir sein Auto vermacht. Hat er überhaupt ein Auto? Was soll ich damit? Fragezeichen. Well, it's a car key, obviously, but it's not just any car key. Klar. It's the key to my dad's car. I've been keeping it for good luck. Sometimes I get pretty pissed that he's not around anymore. My life wouldn't have been so complicated, you know? I could have enjoyed track more. I wouldn't have had all that pressure to be the best. But by blaming him like that, I was just running away from my problems. That's why I want you to have it. I don't want to risk running away again. But if I know you have it, I'll be able to stand on my own 2 feet. Then next time we meet, I can still be proud of who I am. Thank you. Hayase scheint mich gern zu haben. Diese Freundschaft wird ewig halten. Und wie wir wissen, ist ewig nicht mehr so lange in diesem Spiel. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the star arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the star within thyself. Geilomat. Du kannst nun Hellel, den Lichtbringer, fusionieren. Nicht zu verwechseln mit Halal. We'll see each other again someday. Ich wünsche dir alles Gute dieser Welt, mein Freund. Hey. Ja, die anderen haben auch alle Angst. Wir haben alle Angst. Vor allem haben alle Angst, wie ich mich entscheiden werde. Denn an mir wird es liegen. Ich kann nicht mal gegen Tartarus, ey. Lerngruppe? Na. Der Typ ist auch nicht mehr da. Der ist, glaube ich, nur montags und freitags, glaube ich, da oder so. Lerngruppe brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber hey. Hey, Makoto-san, ich habe noch Hausaufgaben, aber ich kann mich nicht dazu durchregen. Habt ihr nicht bald Prüfungen? Da könnten wir doch zusammen lernen, oder? Klar. Thank you very much. Sorry to bother you like this. I just had a hard time focusing when I tried doing my homework alone. Thank you for agreeing to study with me. Koromaru says he'll study with us too. Right, boy? It must be tough for you guys, having to think about tests at a time like this. Ja, vor allem, weil sie überhaupt nichts mehr bringen. Aber ich muss meine coole Fassade aufrechterhalten. Wow. I guess that's why you're the leader. I still wish this was just some dream that we're all going to wake up from soon. Still, the only thing we can do is carry on and complete our schoolwork as always. What's the matter, Koromaru? Huh. He's got something in his mouth. Did you bring this here for us? Thanks, Koromaru. I guess he's trying to cheer us up. I shouldn't make him worry so much. Okay, time to study. If I have any questions, can I ask you for help? Nö. And done! That's it for my homework! Oh, you're still studying, aren't you? Is it okay if I stay here for a little while? I'll be sure not to bother you. Koromaru and I will be cheering you on. Good luck! Ich habe weiter mit Ken und Koromaru gelernt. Und bin unglaublich super intelligent geworden. Oh, are you all done now? Cool! Koromaru was with us the whole... Wait, what? Where did he go? Were you waiting for us to finish? I guess it's our turn to hang out with him. Thanks for studying with me today. If you're okay with it, I'd like to do this again sometime. Ich bin ja nicht so sicher.
Der 10. Dezember, es ist schon wieder Halbzeit. Beep, 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 beep. Hello, this is Elizabeth speaking. Hi. I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. Nice. It seems that a path that had been blocked off. Coolio. I thought it prudent to inform you. Thank Well you. then, I wish you a safe journey. Gleichfalls. Das ist nice. Wir können den voraussichtlich letzten Bereich des Tartarus erkunden. Und das werde ich ausgiebig tun. Ich glaube, ich werde ein bisschen Probleme haben, was meine Ausmexerei angeht. Es wird nicht funktionieren. All right. It looks like everyone's here now. Well, it's been a week. What's our plan? You okay, Fuka? You're just so calm, Yukari-chan. I mean, panicking's not gonna solve anything. Besides, it's been such a drag around here all week, and no one will go to Tartarus. You're absolutely right. We humans are quite resilient. With enough time, we can adapt to any situation. So, how about it, everyone? It's time we discuss this. Have you made up your mind, Sanada-san? No, but I don't plan on running away. So you're going to fight Nyx? I don't know. I mean, it supposedly can't be defeated. What about you? What are your thoughts on it? Honestly, this is the first time I've ever really contemplated my own death. In any case, we have to choose one way or the other. I obviously don't want to suffer, but that means we'd have to take a life. Not to mention, we die no matter what we do. Then, do we all agree that we don't want to hurt Ryoji-kun? Is that how you feel? Me? That's fair. I mean, it's not exactly normal to pick how you're gonna die. What about you, Junpei? Have you decided? Nah. What's the matter? Scared? What the hell is wrong with you? You think this is a joke? Junpei, This is death we're talking about here. Of course I'm scared. Das ist die einzigste logische Reaktion auf diese ganze Situation. And here you all are, just chatting it up like it's a goddamn picnic. Can't you see? We're all gonna die. Then what do you think we should do? Do you want to kill him? There's nothing I can do. He's the only one who can kill him. Hey, this whole thing is your fault. You had that thing inside you and didn't even know it. You raised it, damn it! If it weren't for you, none of this would have happened. Junpei! You're supposed to be special, right? Then do something about it. Ich arbeite dran, verdammt. Ich laufe nicht davon. Stop it, Junpei. It's not his fault. And the only reason we even have a choice is because he carried it. God damn it, I know! It's just, it doesn't matter how many times I tell myself. I know this doesn't fix anything. It scares the hell out of me. I know how you feel, Junpei-kun. You're all scared. I'm scared too. Me too. I've never felt so cornered in my life. I can't stop shaking. Same here. We're all in the same boat. And hey, I'm sorry for teasing you earlier. I just don't want to forget everything. I've learned so much since coming here. Yucatan, I'm sorry. I didn't mean to yell at you like that. I don't think any of us can blame you right now, Junpei. So don't worry about it. Right? Klar. Es gibt keinen Entschuldigen. Außer nix. Alles gut, Digga. I'm sorry.
I knew the truth deep down, but still, sorry for being a dick. All right. Let's put a pause on any unnecessary gatherings for now. Ryoji said he'll be back on New Year's Eve. Let's just try to go about our lives until then. We have some time, so let's consider our options while we still can. Biri biri bi. Biri biri bi biri bi. Biri bi biri bi. Biri biri bi. Biri bi biri bi bi. Jo, Digga, was geht ab? Klar. I was just thinking you might show up, and here you are. Hey, don't get the wrong idea, kid. It's not like I was looking forward to seeing you or anything. Anyway, what's the deal with your hair, kid? Doesn't it get in your eyes? Is that the style nowadays? My son kept his hair long too. You should cut it. No, better yet, shave it all off. Give the bald look a try. No, thank you. The hell is that supposed to mean? Is that a yes or a no? What, you're not giving me a clear answer because I'm bald? Oh, sure, you're young and good-looking now, but just you wait. I mean, look at me. I'm old and ugly. My cheeks sag like a damn bulldog's. That's life, kid. People get old. Someday you'll be just like me. One day in the future, you'll see your mug in the mirror and think, damn, I was handsome back in the day. Here's a little trick so you don't lose hope in the future. Just don't expect nothing. Simple, huh? That way you won't ever be disappointed. Ist jetzt natürlich aus dem Kontext gerissen, aber diese Konversation mit erwartet, was für deine Zukunft, das passt gerade im Moment ziemlich gut, muss ich sagen. You're gonna lose your hair eventually, kid, so why bother with it now? Bald is beautiful. You just wake up in the morning and go. No fuss. You'll need a hat for the winter, but I say go for it. I'll spot you money for a shave and some clippers if you're short. Ich hab genug Money. Ich spüre die Güte hinter Mutazos harschen Worten. Ich verstehe ihn ein wenig besser. What, is all my talking putting you to sleep? Well, you can't sleep here, kid. Go home and rest in your own bed. Ja, ich hab's kapiert, das ist dein Sofa. Der Typ ist so anstrengend, Mann. Ich will ihm aber halt auch nicht mit jeder Aussage in den Arsch kriechen. This is not my style, I must say. Everyone, listen up. Die Prüfungen beginnen am Montag, habt ihr schon gelernt? Hast du überhaupt gelernt, Junge? Am Ende liegt es an mir, wenn ihr schlechte Noten bekommt. Und jetzt schlagt eure Lehrbücher auf. Das Thema heute sind richtige Pluralformen. Das bringt viele Leute aus dem Konzept. S, ES und ISS sind die häufigsten Endungen, verstanden? What? Es gibt allerdings auch einige irregulare Pluralformen. Du wirkst durcheinander, Yori-kun. Welche der folgenden Pluralformen ist richtig? Ich hab nicht zugehört. Yuki, help me! Lives. Wishes, wishes, braves, lives, lives, lives. Ja, das ist richtig, oder? Oder falsch? Du hast also doch zugehört, aber irgendwie sieht man das nicht. Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie bei den meisten Singularnormen kann man bei Dream einfach ein S anhängen und daraus wird der Plural Dreams. Da Wish auf SH endet, muss man stattdessen ES anhängen für die Pluralform Wishes. Okay, weiter zum nächsten. Mann, kann die mal aufhören, mich ständig dran zu nehmen? Danke, Mann, du bist ein echter Kumpelino. Thank you, gerne, very much. Der Unterricht ist mal wieder vorbei. Und ich habe höchstwahrscheinlich wieder nichts zu tun. Nope. Okay. Ebene 203 und wir werden mal wieder einen Boss klatschen zum Ende des Partes. Kann ja nicht schaden. Okay.
Eisbrecherlöwe und glückloser Liebesengel. Ja. Ist natürlich die Frage, gegen was sind diese Typen jetzt empfindlich? Eisbrecher. Ich könnte mir vorstellen, eventuell gegen Seodine. Nice. Und eventuell... Ich glaub's nicht ganz, aber Agidine? LOL. Okay, das war fast ein bisschen zu einfach. Agidine auf dich. Zurück zu ihm hier. Die Kaja auf dich. Wir könnten eventuell eine Art Sio-Juwel oder so benutzen, wenn ich habe. Habe ich nicht. Cool. Natürlich nicht. Haha, aber wir haben Agila. Ich glaube, ich erhöhe nur meine Abwehr. Of course. You're a fucking asshole. A fucking asshole. Alles muss man selber machen in diesem Spiel. Nice. So, der Typ ist weg vom Fenster. Come on, Junpei. Come on, man. Oh, Tetrakan auf, keine Ahnung, dich. Natürlich macht er jetzt mal Bufudai, ist ja klar. You know what? Ansturm. Rakunda, maybe. Du machst nochmal ein Agi ins Gesicht. Und die macht gleich richtig krasse Giftfall, Junge. Ja. Nice. Very good, Junpei. Puh, im Vergleich zu den anderen Schatten haben diese echt in sich. Wir haben zwar noch was im Tank, aber wie wär's mit einem Pitstop? Jetzt nicht. Was? Echt jetzt, Mann? So ein Streber? Naja, ich leiste die Gesellschaft, Alter. I hope so, my friend, I hope so. Ich hab doch ein bisschen was zu tun heute Abend hier. Diamantrüstung. Ich weiß es noch nicht. Ich werde sie mir mal anschauen. Hiebschaden senken. Ja, die werde ich tatsächlich gleich Yukitan geben. Nicht Yuka-chan, sondern Yukitan. Yukitan.
Haben wir erreicht Ebene 212 und es warten anscheinend super mega starke Bosse auf uns, nämlich die 3 von der Tanke. Der tödliche, galvanische und lodernde Bruder. Bruders! Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Angst, weil ich einige super geile Personas am Start habe. Unter anderem auch meine absolute Lieblingspersona der Persona-Reihe, nämlich die gute Alice. Ich liebe sie. She's very good. Wir versuchen jetzt mal was anderes. Wir werden uns... Lilith ist zum Beispiel neu, Melchizedek habe ich getan, Alice of course, Kikurihime. Ich habe niemanden, der Concentrate kann. Ey, nix gut. Die ist Kacker. Egal, machen wir die Kaja auf euch. Erstmal. Natürlich. Das ist sehr gut. Würdest du dich bitte heilen? Come on, Game. Dieser Kampf läuft alles andere als gut. Wir werden mal versuchen, Maggie Dolan zu casten. Guter Schaden, glaube ich, aber es hätte besser sein können. Gegen was seid ihr Typen denn empfänglich? Eis? Gar nichts? Wind. Okay. Marakukaja, please. Midiarahan. Bufudein auf den Typen. So, und dann werden wir mal... Irgendjemand hat doch bestimmt... Ich habe kein Garudain. Habe ich kein Garudain? Not good. Die nur gut. Okay, dann werden wir den Ansturm wieder vorbereiten, glaube ich. Dann Todeswunsch. Guter Schaden, guter Schaden. Auch das war sehr guter Schaden. Heftiger Feuerschaden. Geiler Angriff, geiler Angriff. Keine Frage, ich werde ihn natürlich nochmal in voller Größe zeigen, wenn die Zeit kommt. Okay, Bufudein auf den Typen. Garura-Juwel. So, der Typ hat jetzt leider keine Schwäche, deswegen habe ich vielleicht die Hoffnung, dass ich mit den Giftpfeilen einen Crit raushaue. Natürlich nicht. Ansturm again. Sehr guter Schaden, Alter. Very good damage. How about
Ja, es wird nicht wirklich was bringen, weil ich keinen Schaden raushauen werde. Machen wir nochmal Todeswunsch. Nice! So, und dann würde ich ganz gerne nochmal meine Alice-Chan rausholen und mal gucken, ob die von mir eventuell was bringt. Nein, 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 nein. Er ist unempfänglich gegenüber Darkness. Sehr schön, wir haben das beste Level aller Zeiten erreicht, nämlich 69. Geil! Der Weg ist frei, gehen wir weiter? Klar. Du bist heute Nacht in guter Form, also schön, dann mal weiter. Klar bin ich in guter Form, ich meine, hallo. Dojigiri Yasutsuna. Yeah. Please. Bitteschön. Dankeschön. Gern geschehen. Ich würde sagen, ich werde mich zum Eingang zurückbegeben. Ebene 212 für heute ist, glaube ich, mehr als genug. Stufe 69 erreicht. Auch das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Haufenweise neue Personas, wie zum Beispiel Alice. She's the best. She's my absolute favorite. Ein Geist in Gestalt eines blonden Mädchens, das starke magische Kräfte besitzt. Manche halten sie für den Geist eines armen englischen Mädchens, das eines tragischen Todes starb. Ja, Thor, of course. Der nordische Donnergott und Odins Sohn. Sein Gürtel Megigiar stärkt seine Kräfte und sein Hammer Mjölnir schleudert Blitze und kehrt von allein zu seinem Besitzer zurück, wenn er geworfen wird. Yes. Daisuju. Ein Mönch, der beim Fasten starb. Seine spirituelle Kraft ermöglicht es ihm zu existieren, ohne dass er verwest. Es heißt, dass er am Tag der Erlösung vor die Menschen tritt. Aha. Gabriel ist natürlich auch mit am Start. Einer der 4 mächtigen Erzengel und einziger weiblicher Engel dieses Ranges. Ihr Name stammt von dem sumerischen Wort für Statthalter ab. Sie ist der Engel, der Maria ihre Empfängnis verkündete. Klar. Dekarabia-chan, einer der 72 Dämonen der Goetia. Er erscheint als Pentakel. Dekarabia ist der Hüter der Juwelen und der Kräuterkunde und soll nach Belieben seine Gestalt ändern können. So sagt man. Siegfried ist eigentlich völlig uninteressant. Der germanische Held im Epos das Nibelungenlied. Das Blut des Drachen Fafnir machte ihn unverwundbar, doch ein einziges Blatt, das seinen Rücken bedeckte, wurde ihm zum Verhängnis. Lilith, Adams erste Frau, die ihm ebenbürtig sein wollte und sich weigerte, ihm zu gehorchen. Darum wurde sie aus dem Garten Eden ausgestoßen und wurde eine Dämonin der Nacht. Sie ist die Mutter der Dämonin Lilith. Klar. Melchizedek, ein Engel des Gnostizismus, der über Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Es heißt, er sei der Retter der Engel, doch einst war er ein Mensch, der König von Salem. So sagt man. Kikurihime, in Shinto-Legenden die Göttin des Lebens. Einst vermittelte sie zwischen Izanagi und Izanami, während diese in Yomi stritten, dem Land der Toten. Also diese Personas werde ich definitiv eine Weile an mich halten. Wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Persona 3. Bis dann. Ciao.